Ich bin jetzt hier bei euch, ich verhalte mich so, wie man es von mir erwartet. Ich renne nicht mit dem Messer auf der Straße rum, ich renne nicht mit der Waffe rum, ich vergewaltige niemanden. Decemberben a közmédia bemutatott 2 német embert, akik a riport szerint azért költöztek Magyarországra, Zala megyei falvakba, mert Németországban olyan méreteket öltött a migráns erőszak, hogy az már kibírhatatlan volt. Németország az iszlamizálódás felé halad. A kormány nem tudja, valószínűleg nem is akarja megvédeni a lakosságot, mondta. Mi is megkerestük őket, az egyikük szívesen leült velünk beszélgetni, és a segítségével egy másik német házaspárhoz is eljutottunk, akik szintén Magyarországra menekültek. Mauzi, na komm doch. Ja, fein. Ich darf ja heute nicht mehr schwarz sagen. Na, auch selbst wenn sie dunkel sind. Ich darf auch nicht mehr Neger sagen. Ich darf auch nicht mehr Negerkuss sagen. Ich darf gar nichts mehr in der Richtung sagen. Das wird alles, wie zum Beispiel auch Zigeunersteg. Ne? So ein Quatsch eigentlich. Da hat sich noch nie ein Zigeuner beschwert, wenn es in der Gaststätte heißt Zigeunersteg. Deutschland hat sich also in den letzten 5 Jahren sehr stark verändert. Es hat sich auch, ich sage mal, die Kriminalität sehr stark nach oben geschraubt. Die Kriminalität geht in hohem Maße von den Einwanderern aus. Ja, ob das jetzt Araber sind, arabische Stämme oder Schwarzafrikaner. Wir waren zu den Anfängen Pegida, waren wir noch auch mit in Dresden. A Pegida egy 2014-ben indult mozgalom, ami Németország iszlamizálódása és a gazdasági bevándorlók ellen tartott tüntetéseket. Bei der Pegida, das ist aus Dresden damals, da war ich mit fast der Erste, dass es so nicht weitergeht. Wird man hingestellt als du bist ein Rechter, du bist ein Nazi, was ja jetzt in den Medien immer und immer wieder gesagt wird. Das geht schon gar nicht mehr aus dem Kopf heraus bei vielen Leuten. Schlechte Erfahrungen mit Migranten haben wir noch nicht gemacht zu diesem Zeitpunkt. Aber man hat von der Politik her angekündigt, auch den Osten praktisch zu überfluten, ja, mit Migranten. Und deswegen haben wir uns dann 2017 entschlossen, das Land zu verlassen. Ich hatte es im Internet gelesen, dass Viktor Orban mit seiner Fidesz-Partei gesagt hat, wer mit der Merkelschen Politik nicht einverstanden ist, den gewährt er auch Asyl. Und ich bin jetzt auch ein Asylant, aber ich bin kein Krimineller. Ich passe mich an. Ich bin froh, dass ich in Ungarn bin. Und natürlich haben wir hier im Dorf viele Leute schon kennengelernt durch die 1,5 Jahre, die wir jetzt hier wohnen, ja, mit denen wir uns zwar noch nicht so unterhalten können, aber ich habe eine Translator-App, wo wir uns eben auch verständigen können. Und wir gehen auch hier in die Kneipe und unterhalten uns dort mit Leuten. Und das ist eigentlich schön. Und wir haben hier in unserem Dorf eine deutsche Rente. Ja. Es haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Ich meine, ich blicke jetzt auf unsere Rente, wollen 2025 unsere Rente gern bekommen und die hätte in diesem Maß in Deutschland nicht gereicht. Das war also eine Entscheidung, wo man sagt, mit dieser Rente kann man in Deutschland schlecht leben, aber in Ungarn funktioniert es. Damit kommt man zurecht. Auch wir sind Flüchtlinge, ja, irgendwo, klar. Aber wenn ich mich als Flüchtling bezeichne, dann benehme ich mich auch in dem Land wie ein Gast, ja, und nicht, wie das in Deutschland passiert. Ich habe mit Migranten überhaupt keine Probleme, wenn sie sich so verhalten, wie man es von Besuch erwartet. Ja, ist doch klar. Die vielen jungen Männer, keine Frauen da, es geht um Vergewaltigung. Na klar haben die auch sexuelle Bedürfnisse. So, und die kriegen sie nicht bei den deutschen Frauen. Aus dem einfachen Grund, weil ja die Frau in den Ländern ja nichts bedeutet. Aus diesem Dorf heraus, in dem Dorf passiert überhaupt nichts. Wir haben das nur dann eben über die Medien bzw. das Internet dann erfahren. Dort sind ja Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und so weiter. Das ist ja schon stündlich, das ist ja schon Tagesmeldungen sind das ja schon. Aber nicht im öffentlichen Fernsehen, sondern in den Alternativmedien. Schauen Sie ungarische Medien auch oder wegen den Sprachgrenzen ist das schwierig? Den M1 hin und wieder, ja, also wenn er Deutsch sendet. Diese Pistole nennt man in der Bundesrepublik Deutschland
auch Migrantenschreck. Warum die so genannt wird, frage mich nicht. Gummigeschosse drin sind. In Deutschland wäre das ganz wichtig. Da könnte man nämlich sich verteidigen gegen Messerattacken und andere. Die Afrikaner kommen ja nicht alleine an. Die kommen ja meistens zu dritt, zu viert, zu fünft in einer ganzen Horde. Ja. Haben Sie Migranten oder Zuwanderer im echten Leben getroffen? Ich habe aus wo? In Ihrem Heimat. In Ach so, ja, habe ich auch getroffen. Ich habe zum Beispiel Freunde, weil ich ja früher mal Tänzer war. Man sieht es mir heute nicht mehr an. Wir hatten Polen, wir hatten Ungarn, wir hatten Tschechen, wir hatten Slowaken. Ich hoffe, dass es in Ungarn keine Migranten gibt. Ich möchte das dem ungarischen Volk ersparen. Das ganze Ungarn ist eigentlich ein ganz, ganz ruhiges Land. Es ist wahrscheinlich auch der Politik Viktor Orbán geschuldet, ja, dass er dort mit diesen Flüchtlingen eben von Anfang an gesagt hat, ne. Ich hoffe, dass die Regierung so hart bleibt. Wahrscheinlich ist das in Ungarn auch ein Punkt, wo man sagte, am Gesundheitswesen könnten Verbesserungen stattfinden. Könnten. Jeden Tag wird eine Tasse von dem Acker-Schachtelhalm Tee getrunken. Schwemmt die Giftstoffe, die im Körper sind, schwemmt es heraus. Und man sieht es ja am Himmel immer, ja, es war ja auch so eine Verschwörungstheorie, ach, das ist doch kein Chemtrail, wer weiß, was du erzählst. Was spinnst denn du herum? Habe ich gesagt, ihr werdet schon sehen. In Deutschland ist es schlimmer, aber ich muss sagen, mit den Chemtrails hier in Ungarn, das ist sehr, sehr auffällig geworden. Also wo wir 2017 gekommen sind, da war gar nichts. Also wir schauen jeden Tag zum Himmel, jeden Tag. Ja. Also da war gar nichts. In diesem Sommer haben wir vielleicht ein- oder zweimal etwas gesehen. Aber dann kam 2018. Ja. Und da hat Viktor Orbán diesen Migrationspakt nicht unterschrieben. Und seitdem aber jeden Tag kannst du hochgucken, ist das dort oben zugefeuert. Ja, also. Habt ihr euch das überhaupt schon mal angeguckt? Ein Flugzeug mit einem Kondensstreifen. Der Kondensstreifen geht wieder weg. Und dann verteilt sich das. Wenn man jetzt guckt, die Chemtrails, Barium, Aluminium, Strontium, sogar Strontium drin, ja. Und damit tust du eben entgiften, den Körper. Ja. Ich habe das Gefühl, seit der den Migrationspakt nicht unterschrieben hat, der Viktor Orbán, haben die das in Ungarn richtig stark gemacht. Ja. Ja, also das habe ich das Gefühl. Mit meiner Frau maximal zweimal im Jahr in die BRD. Ansonsten bleiben wir immer hier unten, weil ich nicht weiß, was will ich dort. Wenn das so weitergeht, also was in den letzten 5 Jahren schon in Deutschland passiert ist, wenn sich das fortsetzt, dann müssen wir nicht über 20 Jahre sprechen, dann sprechen wir über die nächsten 5 Jahre. Und da schwarz. Der Herr Soros, der ist ja bestimmt ein bekannter Name, das ist ja für mich ein Großverbrecher, der organisiert das, die ganzen Schlepperbanden. Wo will man denn jetzt die vielen jungen Leute unterbringen? So, dann kommt noch der ganze Familienzuzug. Dann kommt noch, wenn es dann so ist, dass eine eigene Politik, der Islam dann Einzug hält, die ihre eigene Partei gründen, die Deutschen sowieso immer weniger werden, dann ist irgendwann die ganze Bundesrepublik Deutschland ist dann genauso muslimisch. Genau wie in Afghanistan. Das deutsche Volk, die machen nichts mehr. Ich gehe auf keinen Fall mehr nach der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich sage, ich wandere aus, wandere ich aus. Und dann bleibt das auch so. Köszönöm, Magyarország, köszönöm, magyarok, és köszönjük, magyar kormány.